Today, we're introducing the revolutionary mobile phone. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Vor mehr als 10 Jahren hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Die revolutionäre Idee eines Computers in der Hosentasche hatte durchschlagenden Erfolg und mit insgesamt rund 1,2 Milliarden verkauften Geräten entwickelte sich das iPhone zu einem der meistverkauftesten Smartphones der Welt. Vor allem die westliche Gesellschaft wurde nachhaltig verändert. Dank Smartphones ist jeder überall und sofort erreichbar und kann praktisch auf das gesamte Wissen der Menschheit zugreifen. Doch welche Auswirkungen und Folgen hat die Kehrseite des iPhone-Booms für die Umwelt und die Arbeiter? Um dies herauszufinden, wollen wir uns zunächst die Wertschöpfungskette bzw. die Produktion des iPhones betrachten. Designed by Apple in California und assembled in China. Diese beiden Schriftzüge stehen auf jeder iPhone-Rückseite. Letzterer impliziert zwar, dass China das Produktionsland gewesen ist, sagt in Realität aber lediglich aus, dass einzeln vorgefertigte Bauteile in China zum fertigen Produkt zusammengesetzt worden sind. Wir wollen uns aber zunächst mit dem Rohstoffabbau beschäftigen. Ein großer Kritikpunkt sind hier die Konfliktrohstoffe, auch 3TG genannt. Diese Abkürzung steht für die Metalle Tantal, Zinn, Wolfram und Gold, welche häufig in elektronischen Geräten für Prozessoren, Lötmittel und Leiterbahnen verwendet werden. Sie werden deshalb Konfliktrohstoffe genannt, da ihre Förderung meist in instabilen Regionen stattfindet, nicht ausreichend kontrolliert oder reguliert wird und häufig Menschenrechtsverletzungen und Umweltschädigungen in Kauf genommen werden. Zweifelhafte Bekanntheit in Bezug auf Konfliktrohstoffe hat die Demokratische Republik Kongo erlangt. Der Staat ist leider ein gutes Beispiel dafür, wie ein großes Rohstoffvorkommen zu Korruption und Krieg führt, sodass weder die einfache Bevölkerung noch die Infrastruktur von den Exportgewinnen profitieren kann. Mit dem gewonnenen Geld werden viel eher über Umwege wieder bewaffnete Konflikte finanziert. Da die häufig vorkommenden Rohstoffe jedoch nicht an einem Ort konzentriert vorkommen, müssen oftmals auch stark umweltschädigende Chemikalien verwendet werden, um die Rohstoffe aus dem Boden zu lösen. So werden zum Beispiel für die Goldförderung meist hochgiftige Chemikalien wie Cyanide oder Quecksilber verwendet. Da für den Abbau gleichzeitig enorme Wassermengen benötigt werden, müssen Flüsse umgeleitet und kanalisiert werden. Das benutzte und kontaminierte Wasser verbreitet zudem die Chemikalien weiter, sodass ganze Regionen nachhaltig geschädigt werden. Doch wo steht Apple heute bezüglich Konfliktrohstoffen? Aus dem Conflict Minerals Report geht hervor, dass von den insgesamt 250 Unternehmen, die Konfliktrohstoffe für Apple abbauen oder weiterverarbeiten, 41 im Kongo oder in angrenzenden Ländern tätig sind. Apple betont jedoch, dass sie keine stichhaltigen Hinweise auf Zusammenhänge mit bewaffneten Gruppierungen haben. Um dies weiterhin zu gewährleisten, lässt Apple unabhängige Drittunternehmen regelmäßig Stichproben bei den Rohstofflieferanten durchführen. Dies führte dazu, dass alleine letztes Jahr 51 Rohstofflieferanten, welche sich nicht an die Apple-Standards gehalten haben, aus der Lieferkette entfernt worden sind. Ebenfalls ein wichtiger Ansatz, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, ist das Recycling. Diesen Ansatz verfolgt Apple sehr ambitioniert und stellt erst kürzlich die neueste Version ihres selbst entwickelten Recycling-Roboters vor. Er ist in der Lage, pro Stunde bis zu 200 iPhones in ihre Einzelteile zu zerlegen, sodass aus ihnen dann wieder Konfliktrohstoffe recycelt werden können. Somit wird Apple ein Stück weit weniger von Rohstoffen aus zweifelhafter Herkunft abhängig und kann ebenfalls die negativen Auswirkungen des Rohstoffabbaus verringern. Betrachten wir uns nun die eigentliche Produktion eines iPhones. Zunächst muss man aber etwas klarstellen: Apple selbst stellt keine iPhones her. Es werden ausschließlich externe Zulieferer mit der Produktion beauftragt, denen man das fertige Produkt schlussendlich abkauft.
Dies macht die Rückverfolgung und Kontrolle der Produktionskette natürlich extrem schwierig, zumal die Zulieferer ihrerseits selbst über eigene Zulieferer verfügen. Betrachtet man sich eine Karte mit den Geschäftsstellen und Produktionsstandorten der 200 größten Apple-Zulieferer, dann zeigt sich ein eindeutiges Bild, welches niemanden überraschen sollte. Die überwältigende Mehrheit der Zulieferer befinden sich in den Ländern China, Taiwan, Japan und Südkorea. Doch wo werden die Einzelteile hergestellt und wie viel kosten sie in ihrer Herstellung? Diese Frage kann natürlich nur Apple selbst beantworten. Um trotzdem eine Antwort auf die Frage zu finden, müssen wir uns mit Annahmen begnügen. Das OLED-Display des iPhone 10 wird von Samsung für rund $80 hergestellt. Die Prozessoren von TSMC für ca. $24. Der Speicher für $46 von Toshiba. Die Bauteile für Face ID kosten $25 und so weiter. Die Liste an Einzelteilen ist lang. In der Summe betragen die Herstellungskosten eines iPhone 10 Schätzungen zufolge rund $400. Doch ist dann ein Verkaufspreis ab $999 mit einer Marge für Apple von ca. 60% überhaupt fair? Wir als Endkonsumenten müssen und dürfen uns sicherlich nicht beklagen, denn solange Kunden iPhones in Scharen kaufen und somit der zugegebenermaßen hohe Kaufpreis dem Nutzen und dem immateriellen Wert eines iPhones entspricht, hat Apple alles richtig gemacht. Der Konsument sollte viel eher dafür einstehen, dass Apple einen höheren Preis an die Zulieferer bezahlt. Denn die Arbeitsbedingungen in den Fabriken von Foxconn und Pegatron, die beiden Unternehmen, welche für die Endmontage verantwortlich sind Berichten zufolge prekär. Nach Apple eigenen Standards gilt eine maximale Arbeitszeit von 60 Stunden pro Woche. Dies bedeutet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter an den maximal 6 Arbeitstagen pro Woche 10 Stunden pro Tag monotone Fließbandarbeiten ausführen. Dies führt nicht nur zu physischen Krankheiten aufgrund der immer gleichen Bewegung und der erhöhten Gesundheitsgefährdung durch Staub, Chemikalien und Lärm, sondern auch zu hohen psychischen Belastungen. Apple selbst stellt keine Regelungen zu einem Mindestlohn auf, sondern überlässt die Verantwortung dem Gesetzgeber. Ebenfalls kritisch zu sehen sind die Zustände in den Arbeitsunterkünften. Apple sichert den Arbeiterinnen und Arbeitern einen persönlichen Wohnraum von lediglich 3 Quadratmetern zu. Kinderarbeit ist, wie in der ganzen Industrie, natürlich auch für Apple ein Problem. Bei Apple-Zulieferern gilt das absolute Mindestalter von 15 Jahren, welches aber je nach nationaler Gesetzgebung bezüglich Kinderarbeit und Schulbildung höher ausfallen kann. Zulieferer sind dazu angehalten, Apple über Fälle von Kinderarbeit zu informieren, was im Jahr 2017 lediglich 2-mal geschehen ist. Ob man dies nun als positiver oder negativer Aspekt werten will, ist jedem selbst überlassen. Es ist wohl aber nicht allzu abwegig zu sagen, dass die reelle Zahl an Kinderarbeitern nochmals deutlich höher ist. Die Produktion ist auch relativ umweltschädlich. Bei ihr fallen gemäß Apple nämlich 80% der CO2-Emissionen eines iPhone 10 an, also rund 64 Kilogramm. Zudem werden die fertigen iPhones per Luftfracht verschickt, was zwar wirtschaftlich sinnvoll ist, aber pro iPhone nochmals rund 1,5 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht. Dies klingt zunächst nach einer vernachlässigbar kleinen Zahl. Man muss aber bedenken, dass Apple pro Jahr mehr als 200 Millionen iPhones verkauft. Trotzdem muss man dem Unternehmen aber zugute halten, dass es sich in anderen Bereichen sehr wohl für die Umwelt einsetzt. So wurde in diesem Jahr das ambitionierte Ziel erreicht, alle Apple-eigenen Standorts, das heißt alle Apple Stores, alle Büros und alle Datenzentren zu 100% mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Die Anstrengungen, grüner zu werden, gehen aber auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus. Apple investiert zusätzlich in seine eigenen Zulieferer, um auch dort das Ziel der Versorgung mit erneuerbarer Energie zu erreichen. Man kann also mit gutem Gewissen sagen, dass Apple ein Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie ist und anderen vergleichbaren Firmen wie Samsung oder Google ein paar Schritte voraus ist.
Deshalb steht Apple laut Greenpeace auf der Liste der umweltfreundlichsten Smartphone-Produzenten auch an zweiter Stelle. Wir haben aber auch gesehen, welche drastische Folgen die Herstellung eines iPhones für die Arbeitnehmer und Teile der Umwelt mit sich bringt. Doch was können wir als Endkonsumenten gegen die Auswirkungen tun? Eine einfache, unserer Meinung nach aber eine falsche Antwort wäre, Apple zu boykottieren und stattdessen alternative Smartphones, wie zum Beispiel das Fairphone, zu kaufen. Einerseits schafft Apple Millionen von Arbeitsplätzen und trägt somit zu einer wachsenden Wirtschaft bei. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind trotz allem vom Lohn abhängig, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Es ist aber natürlich klar, dass die heute vorherrschenden Bedingungen in Zukunft nicht mehr tragbar sein werden, was zu unserem zweiten Punkt führt. Denn wenn ein Unternehmen auf dieser Welt den Verhandlungsdruck besitzt, um die Standards einer ganzen Branche zu verbessern, dann ist es Apple. Unserer Meinung nach müsste sich Apple dieser Verantwortung noch stärker bewusst werden, als dies heute schon der Fall ist. Dies würde bedeuten, dass Apple die Behebung der größten sozialen und gesundheitlichen Probleme der Arbeiterinnen und Arbeiter vor die eigenen wirtschaftlichen Interessen bzw. die der Aktionäre stellen müsste. Hier wäre ein gewisser Druck von der Gesellschaft und von NGOs sicherlich sinnvoll. Aber anstatt überhaupt keine iPhones mehr zu kaufen, wäre es sicherlich der Umwelt zuliebe sinnvoll, ein iPhone länger als die von Apple geschätzte Nutzungsdauer von 3 Jahren zu verwenden und zum Beispiel nur alle 4 oder 5 Jahre ein neues Gerät zu kaufen. Abschließend können wir das Fazit ziehen, dass Apple in Sachen Umweltschutz und erneuerbaren Energien der Konkurrenz weit voraus ist. Was den Arbeitnehmerschutz und die Arbeitsbedingungen betrifft, muss Apple in Zukunft noch weitere Maßnahmen ergreifen.